Hey, yo, herzlich willkommen. Heute schauen wir uns ja ein wunderschönes Video von Morphologis an. Und hier vereinen sich zwei Welten, die ich absolut liebe. Star Trek meets Star Citizen YouTuber. Und ich habe auf jeden Fall eine ganze Menge Gedanken zu diesem Raumschiff. Und zwar zu der Enterprise von Strange New Worlds. Ich glaube, um die geht's. Es geht hier um die neue Enterprise, ja. In wirklich vielen Aspekten fand ich die geil. Aber was ist das mit den spiegelnden Oberflächen überall? Naja, wir gucken rein, was Morphologis zu sagen hat. Ein Architekt schaut sich jetzt mal die Enterprise an. Und ich hoffe irgendwie sehr, dass er das dann auch noch für alle anderen Enterprise-Modelle macht. Das finde ich ganz toll. Also Morphologis, was hast du zu sagen? Ist natürlich auch unten verlinkt, wenn ihr es ohne meinen Kommentar anschauen wollt. Los geht's. Star Trek's legendary USS Enterprise NC-1701 is easily one of the most iconic ship designs of all time. Its silhouette is immediately recognizable even to those who don't call themselves Trekkies. And this understandably Das sind jetzt aber Bilder aus Star Trek Online. left quite big shoes to fill for the new production Oder? designer Jonathan Lee for Paramount's latest Star Trek installation, Strange New Worlds. So does the new design direction live up to its lauded precedent? And how can one even begin to reinvent Mein Video auf Instagram ist sehr fallisch. Dafür bin ich bekannt. a modern legend? Hey guys, I'm Morphologis, and while I'm not designing buildings in the real world, on my free time I like to make videos I call an architect reviews, where I take a closer look at things in the digital realm or otherwise, and today I'm taking a look at the new Enterprise from Strange New Worlds. Specifically today, we're going to take a closer look at its interior design. I'm going to Ja, das dachte ich mir schon, dass es hier hauptsächlich um das Interieur geht. Das Exterieur ist ja quasi unverändert zum Original. Nicht zum Original, ne, mal so von den Warp-Gondeln her und so weiter, aber so die Grundsätze, die grundsätzlichen Formen und so weiter sind identisch. Aber innen sieht es ganz anders aus als das Original. examine its real-world inspirations and give you my own opinion on its successes and Ist das von shortcomings. Es sieht aus tatsächlich wie so eine Mischung aus einem Aegis-Schiff mit einem Anvil-Schiff. Wirklich, irgendwie so, die Materialien sagen mir eher so Hochglanz-Anvil, aber die Formsprache sagt Aegis. And as a bit of a bonus to this episode, I've decided to utilize some of my skills in the real world to build some sections of the ship so that I can show you through the video with some fancier visual aids. Geil. Respekt. Ja, Termi, ey, Star Trek Online 2, ein neues Star Trek Online oder was? Generell ein Star Trek RPG mal richtig. Kein MMORPG, sondern ein RPG. Hätte ich super gerne mal. Das würde ich so If feiern. by the end you think I deserve it and you want to see more, don't forget to hit that like and subscribe button to show your support. One other way you can support me though is by checking out the generous sponsor of today's video, Incogni. You probably already know that whenever you do stuff online, there's a huge number of companies that collect your information. Stuff like your address, your Nun. social security number, your employment. Ich For more nehme mir nefarious die Freiheit, über diese Sponsorensektion hinüberzuspringen. purposes. Worst of all is if any of those companies get hacked, you can identity laws that allow you to service up. Wonder more to the Ticket 6, just head on over to Aber klar, wenn ihr Bock auf Incogni habt, dann nimmt auf jeden Fall den Code jetzt von Morphologis. Das ist ja wohl klar. incogni.com/morphologist and use my code morphologist to get 60% off an Incogni purchase. And don't worry, if you don't like it, you can always get your money back with Incogni's 30-day money-back guarantee. Again, that's incogni.com/morphologist Ja, and wir use haben's code verstanden. morphologist to get 60% off your order. Ja, jetzt kann's So losgehen. it would be impossible to talk about the new design of the USS Enterprise without first talking about the legendary original. While many regard it as a masterpiece of design for science fiction television, the reality is that the genre wasn't really well regarded at the time for syndicated television. So the budget that they allotted to an American aviation and mechanical artist Matt Jeffries to put together the set was actually very small. Despite this limitation, though, Jeffrey still managed to pull off a successful design, drawing influence from his aviation background and neo-futuristic architecture. Teppiche.
Ich sag's wie es ist, Teppiche, einfach geil. Ich muss auch sagen, was ich immer interessant fand, die haben da ja wirklich Stühle, man sieht, das sind Stühle, die kann man rumschieben und die bewegen sie auch gerne mal. Und ich habe mich dann immer gefragt, also in allem Science Fiction, was so danach kommt, inklusive Star Trek, sind die Stühle meistens fest. Aber eigentlich ist das ja gar nicht so schlau, oder? Also ich meine, die haben ja auch keine Sicherheitsgurte oder sowas, also in den meisten Sci-Fi. Das heißt, so ohne Sicherheitsgurte kann der Stuhl ja auch so ein bisschen sich bewegen, oder? Warum müssen immer alle Stühle fest sein? Was ist, wenn man mal eine Alien-Spezies an Bord hat, die ein bisschen beleibter ist? Oder einen anderen Stuhl braucht? Ein bisschen, vielleicht ist die kleiner, braucht man einen höheren Stuhl oder irgendwas. Ich finde, so einen austauschbaren Stuhl, das ist doch das Richtige. Einfach, ich fände es toll. Hier, stellt euch vor, hier ist doch nichts. Hier, da steht ja auch niemand. Hier einfach ein riesiger Haufen verschiedener Größen von Stühlen. Einfach auf die Brücke hier legen, hier vorne hin. Das nenne ich mal zukunftsweisend. Ja, die besten Stühle im Bundestag, befestigt, aber variabel. Das wäre. Der Bundestag, finde ich, wäre auch eine tolle Brücke für ein Raumschiff. Muss man auch mal sagen. Muss man auch mal sagen. Für alle Alien-Spezies gibt es das Solo-Deck mit McFit. Ja, also da warte ich noch drauf, dass dann die Star Trek-Serie kommt, wo einfach alles holographisch nur noch ist. Aber ich meine, es geht ja in zum Beispiel Discovery dann in so eine Richtung, wo quasi alles nicht wirklich echt ist und alle Kontrollen so also nicht Standard Discovery, aber das ist ein Konzept, das dort durchaus exploriert wird. Fand ich ganz interessant. Aber ich muss auch sagen, ich mag die bunten Knöpfchen hier. To craft a minimalistic design that ended up working quite well in context. I mean, after all, the idea of what a futuristic spacecraft would look like in the distant future wasn't something that was well explored at the time. In the eyes of the public, computers and spaceship interfaces were complex walls of lights and incomprehensible switches, so a contrasting, simple design would have come off as very futuristic. But as successful as the design was, it would ultimately not likely play well for a modern audience today if they were just to make a one-to-one copy of it. Ja, After all, stimmt schon. sets back then were designed for much lower definition and smaller screens than our 4K televisions, phones, and monitors today. Das ist tatsächlich was, das wird immer vergessen. Oder habe ich oft das Gefühl, da sagen die Leute immer, ja, Star Trek, die alten Sachen, die sehen ja auch scheiße aus und so weiter. Ja, weil halt die Sachen, wenn die jetzt detaillierter gemacht worden wären, das auf den alten Bildschirmen einfach überhaupt nicht, dann wäre das nur so ein Brei gewesen, man hätte gar nichts erkannt. Und deswegen musste man mehr so auf klare Formen setzen. Deswegen sind die Simpsons auch gelb und so, damit sie mehr rausstechen oder alle Formen sind einfacher und auch das ist ja auch bei alten Sitcoms oft so, dass die Sets relativ aufgeräumt sind. Also und große freie Flächen sind und es geht mir auch darum, die Charaktere irgendwie nice einzubetten. Und nice einzubetten, nett einzubetten. Und ja, ey, wirklich, wenn man es heute sich in 4K anguckt, denkt man sich so, wow, sind das viele leere Flächen überall. Aber so, wenn man das dann doch mal wieder auf einem alten Röhrenbildfernseher schaut, auf einer VHS-Kassette, kann ich jedem von euch nur empfehlen, dann denkt man sich so, wow, was ist das für ein Kriselbrei? Ich bin erstaunt, dass ich überhaupt Captain Kirk erkenne. Today, Aber es sieht and gut it's aus. also worth noting that their budget is quite a bit higher than it was back then. Clearly then, an updated reinterpretation was always going to happen. The success then would lie in the approach to the reimagining. Luckily, Jonathan Lee, the production designer of Strange New Worlds, has not only an appreciation for the original design, but a good understanding of the influences that led to its design in the 1960s. The work of Charles and Ray Eames, Mies van der Rohe, and maybe most prominently, architect Eero Saarinen come to mind. If the name Eero Saarinen, though, Musste ich auch direkt daran denken. Bin ich ganz ehrlich. Musste ich auch direkt daran, also an. doesn't sound familiar ja to klar. you probably will know his work. He was responsible for the design of the Gateway Arch in St. Louis and the iconic tulip set that you'll see in a few spaces scattered about Enterprise. And probably my favorite, the TWA terminal at JFK. And this example in particular is probably the most obvious example of neo-futurism that I think probably played a role in influencing both the new and old Enterprise design. Take a look at its beautiful sweeping organic curves, its chromatic color palette interrupted by vibrant splashes of red seating and carpeting that look like they could be straight off the Enterprise.
Ich finde, das ist so alt schon. Weil ich finde, das sieht halt geil aus. Das sieht verspielt aus, aber trotzdem pop, also so poppig, massiv, aber jetzt auch nicht zu. Jetzt wollte ich wieder verspielt sagen. Es sieht verspielt aus. Aber ja, es sieht verspielt aus, aber nicht zu verspielt. Entschuldigt, ich bin kein Architekt. Put this architecture next to the interior and exterior of the Enterprise, and I think you'll start to see the relationship. Now, this type of architecture might not be that shocking for many of you today, as we've Cool. seen a number of Cooler Gang. examples of this neo-futuristic type architecture coming out of the likes of Luna schreibt, das sieht nach Porno-Enterprise aus. Du hast die Originalserie noch nicht geguckt, Schatzi. Es ist quasi ein Porno. architects like Santiago Calatrava and Zaha Hadid, but this guy Eero Saarinen was one of the first, and he was the one who actually inspired those famous contemporary architects that we know today. So then, armed with this knowledge of influence, let's return to the Enterprise for our brief tour. But before we go, I just want to say that there are a lot of great spaces on the Enterprise that I would have loved to talk about, but I've only got time for a few, so I've decided to select a handful of my favorites to talk about. And we'll start with the way we get there, the corridors. So straight from the get-go, your now more informed eyes will likely start to spot the neo-modernist influence here in the halls. Ja, tatsächlich ist es auch nett, dass wir so einen kleinen Architekturausflug bekommen. Morphologis enttäuscht einfach nicht. Oder selten. Ja, Terry, also alles hat so seine Vor- und Nachteile hier. Beziehungsweise jede Serie von Star Trek hat so ihre Vorzüge. Manche haben ein paar mehr Nachteile. Aber im Generellen sind fast alle richtig gut. Richtig, richtig gut. Wirklich, ihr müsst wissen, Luna, die schaut gerade das erste Mal The Next Generation und findet das total geil. Aber sie hat halt die Originalserie noch nicht geguckt, was ja auch okay ist. Ich habe ihr empfohlen. Ich hoffe, es ist okay. Ich hoffe, ihr verurteilt mich nicht. Ich habe ihr empfohlen, mit The Next Generation anzufangen. Die Originalserie ist wirklich ein halber Porno, einfach weil in jeder Episode Captain Kirk verschwitzt mit aufgerissenem also so halb oberkörperfrei so irgendeine Frau anschmachtet. Also, und Scotty betrinkt sich im Hintergrund, irgendwelche Leute gucken weird zu. Und wirklich, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und die Originalserie noch nicht geguckt habt, schaut sie unbedingt im Deutschen. Das, ich meine, ich mag generell die deutschen Synchronstimmen und so weiter, aber das ist vor allen Dingen geil, weil die haben sich halt gedacht, das wäre doch viel lustiger, wenn eine Szene still und ruhig ist und und irgendein Charakter nicht im Bild ist, sagt er einfach trotzdem was. Da sind super viele Voicelines drin, die im Original nicht drin sind, die das viel lustiger machen. Irgendwie Schnitt auf irgendeine dramatische Szene oder so und Captain Kirk sagt im Hintergrund, na holla die Waldfee. Das ist so geil. Einfach weil die können halt sagen, was sie wollen, weil der Charakter gerade nicht im Bild ist. Und in jeder ruhigen Stelle machen die das eigentlich und irgendein Charakter bringt irgendeinen Spruch aus dem Off. Es ist so geil. Als ich das realisiert habe, ich habe dann immer mal so hin und her geschaltet und ich so, warte mal kurz. Da fehlt ja voll viel. Ach so, das ist ja tatsächlich nur im Deutschen. Fand ich total lustig. Vielleicht ist es noch in anderen Sprachen so. It's quite reminiscent of Saarinen's work. But that's not all. Even the color palette of warm whites interrupted by vibrant red details like those on the ceiling, the floor lines, and the doors all come together to attempt to achieve the same emotional results that Saarinen did with his designs. But there's also the influence of the original Star Trek corridors here if you look closely. Check out that rooftop silhouette, the way it sweeps up, comes down in the center, and then goes back up on the other side. See something similar here in the original set photos? This was a great little tasteful nod to the original design. Even the color palette is similar with the red ceiling Es wirkt dadurch halt auch irgendwie strukturell ein bisschen stärker. and the gray walls. The only difference is that the floors here are carpet in the original set, whereas in the new one they're hard surfaces. I also Ja, particularly like keine how Ahnung warum. one side of the hallway is angled to suggest the outer edge of the saucers section, and giving you an idea of what direction that would be walking down this hall. It gives you a better sense of your location on the ship. But it's Ja, das also ist the gut. execution of the details that I find to be pretty successful. Take a look at this door, for example. The door isn't just a flat surface and painted red. It's got a nice, subtle black thin line in the center that sweeps down in a fillet
becoming a thinner line at the bottom. It's a nice contrast to highlight the opening in an otherwise similar surface. And even the red part isn't just flat. I also love how they added this light here on the door header that sweeps up and goes around, and even the nice floorboard lighting that Das muss man ihm lassen. Morphologis hat hier wirklich ein richtig geiles Türdesign gut herausgestellt und beschrieben. Also das ist wirklich eine geile Tür, oder? Es ist eine geile Tür. Ich bin überzeugt. can be activated in a case of emergency to be able to light the way when smoke may fill the hall. It's a nice subtle touch that maybe is a nod to aircraft design. And of course, I couldn't possibly ignore the fun little paneling that they've done. Every once in a while, you'll see a flat panel interrupted by an opening where they expose some piping or some boxes with some very classic jelly bean lights, just like on the old Enterprise, and even the color palette of some of these conduit pipes are like they were taken straight off the old set. And by the way, if you're wondering how I got all these shots, I actually made a model based off the set photos so that I could show you guys this in a more interactive format. But I think it's time for a bit of change of scenery. Let's take a look at some of the crew. Türen, Luna. Türen sind mit das Essentiellste. In jedem Videospiel sind Türen das, womit man am meisten interagiert. Und dementsprechend achte ich da total drauf, auch in Spielen. Wenn die geil sind, weil du siehst andauernd Türen. Türen. Skyrim zum Beispiel, hässliche Türen. Die ganze Zeit, ich habe da immer gar keinen Bock mit Türen und Eingängen zu interagieren. Bis auf, das sind Durchgänge, die nicht eine Scene-Transition beherbergen. Also wenn eine neue Szene in Skyrim geladen wird, sind die Türen richtig kacke. Aber dann gibt es auch wieder so ein paar richtig coole, mystische Türen, die sich auf ganz spezielle Art und Weise öffnen oder so Felswände, die sich zur Seite schieben. So. Das ist dann wieder ganz cool. Aber viele Türen in Skyrim finde ich echt hässlich. Und in Sci-Fi-Spielen gibt es auch viele hässliche Türen. So richtig Standard-Sci-Fi-Türen, die so total overengineert sind, wo du dir denkst, ist eine fucking Metallplatte, die sich da vorschiebt. Mach da nicht, warum sind da so viele Dinge dran, die kaputt gehen können? Keine Ahnung. Und das ist, finde ich, ist ein schönes, simples Design, wo man nicht das Gefühl hat, das ist zu flimsy, aber das ist auch schön. Türen sind wichtig. Ich hätte jetzt auch noch mehr über die Seitenpaneele und sowas reden können, diese ganzen Details da drin und so. Das finde ich auch toll. Aber ich meine, Morphologis hat eigentlich schon alles so gut hier zusammengefasst. Ja, dieses Star Trek Fangame, da bin ich auch gespannt. Ja, eventuell auch schon wieder eingestampft. Habe ich auch lange nichts davon gehört. Crew quarters, Ist specifically echt eine geile Tür. Captain Pike's. The images and video you're seeing here of Pike's quarters were given to me courtesy of the talented CGI artist Richard Leach, who was also generous enough to send me a few additional renderings of it to give you guys a better look. Much like in So the cool. quarters, Pike's quarters overall take on a much more Ich finde auch die Fenster hier auf der Enterprise total geil, weil sie wirklich auch mal nutzen. Hier, wir sind gerade in der obersten Schicht der Untertassensektion und wir können hier so eine Kurve drumrum machen. Das finde ich, und wie diese Fenster, sie wirken massiv, aber trotzdem hat man ein schönes Deckenlicht quasi. Ich meine, meistens ist man im Weltall und es ist dunkel, aber ihr wisst, was ich meine. So, ich finde, das ist generell gut gelungen, dieses Quartier von Pike. Ich fand es fast immer ein bisschen zu übertrieben komfortabel, vor allem wenn man es mit so Captain Kirks Quartier von damals vergleicht. Irgendwie einen Raum mit einem Bett drin hat oder so. Und hier einfach so eine ganze Luxus-Suite. Aber geil finde ich es auf jeden Fall. Also das wäre echt ein tolles Hotel. Ich meine, er hat einen Ofen. Also ihr seht da links so einen Kamin einfach im Quartier. Aber auch diese ganzen Balken und so weiter ist bright toll. and optimistic tonality, fitting with the goal of the show to be a much more positive take on modern Star Trek. This is in contrast to the dark and unreadable spaces of other modern Trek shows like that on Discovery. The space takes on a clear nautical inspiration, with portholes coupled with the introduction of well-lit structural elements that suggest a place maybe in the rear section of a tall ship in the age of sail. In fact, if you look at one of the walls, you'll see that there's an old tall ship model on display. That's a very overt nod, I would say. Even the materials are a nod to the nautical inspiration, something that you might see on, say, a modern yacht. And I also want to point out the mid-century furniture. Now this stuff, much of it was actually designed in the 1960s when the original Star Trek came out.
Only the simple designs of this furniture are so timeless that even today they would look right at home with a contemporary work of architecture, and often do feature in new works. So this is an awesome, authentic nod to the original Star Trek that uses legitimate furniture from the time, but in a way that looks a lot more contemporary to our modern eyes. I also really like the bedroom design, which incorporates a Ja, sliding also wirklich, diese Sessel, ich hätte so gern einen von diesen Sesseln, ich finde, die sehen auch so gemütlich aus. panel that looks like it can close off the sleeping quarters to make a more intimate space for other types of activities. Ich sag doch, die Porno-Enterprise. Overall, I'm really impressed by the design of the space, and it's so well crafted I feel like I would want to live in this space myself. It feels like something that a human would want to actually occupy, unlike the cold and unwelcoming spaces in the Discovery ship. I mean, never mind. Da habe ich mich auch gefragt, ernsthaft? Also ich meine, da fühlt man sich ja so fucking unwohl drin. Das ist ja wie ein Labor und das ist so ein gigantischer Raum, mit dem nichts gemacht wird, außer dass da 2 Betten drin stehen. So auch so weird gegenüber direkt und so weiter. Und ich weiß genau, sie wollten für diesen Dorm-Room-Style gehen, so, oh, hier, wir sind Mitbewohner und so weiter. Aber ganz ehrlich, ich finde sogar in Lower Decks, wo irgendwie 10 Leute in einem Raum schlafen, das gemütlicher als hier, weil die schöne Schlafbuchten haben, wo die für sich sind und so weiter. Und nicht wie hier, wo sie eine fucking. Ich weiß gar nicht, was das sein soll, sind. Ich finde, das ist so unangenehm. Auch einfach diese ganzen Formen. Ich finde, das hier sagt einfach nur so: Wir sind eine Sci-Fi-Show. Sci-Fi. Kennst du das? Jetzt weißt du, wie das aussieht. So muss Sci-Fi aussehen. Ich, und muss es übrigens nicht. Das ist wirklich, ich finde es ganz schrecklich. Und dann auch noch, ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich meine, hier sind überall Lichter und sie haben trotzdem noch so 2 kleine Leselampen hier drüber oder was? Ich finde das so geil. Und einfach warte mal, in der Tür ist da Duschbad oder was? So ein bisschen Shampoo einfach direkt, wenn man reinkommt. Ich weiß, ich finde das ganz weird. Ganz weird. So stelle ich mir in Star Citizen ein psychologisches Zentrum vor. Ja, so ein bisschen. Mind. Personally, I've always been a fan of the larger, more luxurious spaces like those found on the old Ja, Enterprise from viel geiler. TNG. Und das ist so ein bisschen kleiner, enger. Man merkt, glaube ich, mehr, dass das hier ein begrenzter Platz war, obwohl diese Enterprise viel, viel größer ist als die Enterprise von Pike und Kirk. Also, aber ich finde es trotzdem auch hier einfach bequem, sehr viel runde, hier dieser Sessel, diese Rundungen, diese ganzen Rundungen. Und direkt daneben noch so eine Tafel zum Sitzen und dann da hinten diese kleine Einbuchtung in der Wand, die finde ich total nett. Schreibtisch und so. Also ich finde, das alles ist wirklich ein angenehmer Platz. Und das ist ja nur ein Teil des Quartiers. Es geht ja hinter der Kamera nochmal weiter. These sterile spaces that they've been doing in recent Trek have always been a bit of a disappointment, so it's great to see them return to form with these comfortable, optimistic-looking interiors. But that's enough for Pike's quarters because there's 2 more spaces I want to take you guys through. The next is one that I couldn't possibly avoid. It's the bridge. Probably the most important space to get right on the Enterprise was the bridge. The new design borrows heavily from the original layout. Und ich muss direkt sagen, total geil, super gut modernisiert, richtig schick, außer der Boden. Ich finde, der Boden zerstört die Brücke für mich total. Der macht es ungemütlich. Jemand hat Dreck an den Schuhen. Alles ist verschmiert da unten. Ich meine, bei Teppich wäre das auch nicht besser. Aber der Teppich ist vielleicht selbstreinigend oder so. Nee, aber einfach, dass das spiegelt so krass und dadurch auch so hart ungemütlich wirkt. Und so, als ob man nach unten runterfällt. Und so. Ich weiß nicht. Für mich macht der Teppich so einen schönen klaren Abschluss. So. Oben, meinetwegen, macht da irgendwie spiegelnde Sachen hin, dann wirkt es größer, whatever, warum auch immer du das machst. Aber ich finde hier, es ist einfach nur der Teppich, der fehlt. Ansonsten finde ich dieses Brückendesign einfach fantastisch. Von den Stühlen, die auch super nah am Original sind. Auch der Kapitänsstuhl ist toll. Man hat hier diese Rundung oben, die nochmal. Ich finde, das ist einfach ein schöner Platz. Und es sieht auch es sieht funktionaler aus
als die originale Brücke. Man hat hier natürlich mehr Touch-Displays und so weiter, aber man hat auch noch so ein paar Knöpfchen und bunte Knöpfchen und so weiter. Ich finde, das ist wirklich eine super gelungene Modernisierung, außer der Teppich. Sehr unübersichtlich. Ich glaube, das mit dem sehr unübersichtlich kommt wirklich nur daher, dass hier unten sich diese ganzen Sachen spiegeln. Wenn, wenn man sich das. Ja, gut, hier oben geht schon auch ganz schön viel ab an Details, aber ich finde, das ist okay. Das sieht man ja auch nicht so hart. Aber so, das hier unten, das Spiel. Na, layout. mal sehen, was Morphologis dazu sagt, okay? Should. It's technically an earlier incarnation of the same NC-1701 that Kirk will later captain. Just as in the original, then, the entrance is right off center so that it can get in shot with fantastic three-quarter views of anybody sitting in the command area. The technical displays, just like in the original, wrap around the central command area, featuring updated larger monitors for a more modern audience with a greater number of interfaces than in the original. Again, a bigger budget. It makes it look a little bit more contemporary. Despite this update, though, if you look closely, the proportions and layout still draw from the original. So again, taking the new stuff and adding it in with the original layout to make a design that feels related and of the same family. I particularly love the half-circle layout of the interfaces at the various stations, again something we saw on the original bridge. Shifting our focus now to the center command area, Oh, das nenne ich doch mal einen Widescreen-Monitor hier. This is also really similar to the original. It's circular just like on the original, and it feels true to form with the captain's chair raised just above and behind the helm and navigation terminals. Also, notice the red railings that go around the central area just as on the original. Overall, what they did here was basically take the layout of the original and just update the detailing for a more modern audience on 4K screens. This was very tastefully done, and probably the biggest difference is one that probably needed to be changed. It's the larger view screen. If you look on the original, the view screen was really tiny, but this made sense for audiences at the time. The idea of having a massive wraparound screen was just a little bit too futuristic for the audience at the time. This makes a lot more sense to have it wrap around today, as anything less would have seemed almost comical to our contemporary eyes. Overall, then, I think they nailed the bridge. It's colorful, bright, and optimistic. It captures the original soul, I think, of the original bridge, but does it in a way that is more contemporary for a modern audience. It's a great combination, and personally, it's my favorite bridge of modern Trek. But now, I think it's time for our last stop on our Enterprise tour, and that's where the crew goes for some R&R between shifts. Hat nichts über den Boden gesagt. Ich kann's nicht glauben. Personally, my favorite place to hang out on Enterprise, the Forward Lounge. Auch hier, ich finde, es sieht einfach direkt viel ungemütlicher aus. Ich finde, du bist halt auf einem Raumschiff. Wofür brauchst du einen Boden, der gut abwischbar ist, wenn alle, die an Bord kommen, mit frisch gebeamten Sohlen überhaupt keinen Dreck mitbringen? Selbst wenn, das ist egal, die reinigen sich. Hieß es nicht, alle Raumschiffe reinigen sich eh selbst? Warum musst du dann so einen lauten, widerhallenden Boden haben? Vor allen Dingen auch noch dann in so großen Räumen. Und dann, keine Ahnung, hast du falsche Gummibelege an den Schuhen und es quietscht so. Aber ich finde es viel schöner, wenn man barfuß in einem Raumschiff rumlaufen kann. Oder halt, es ist wirklich angenehmer, auf einem Teppich zu laufen. So, auch weil es viel leiser ist. Es ist viel gemütlicher. Es strahlt auch einfach eine Gemütlichkeit aus, ja? Hat nichts über den Boden gesagt. Er kann kein Architekt sein. Eben, das spekuliere ich die ganze Zeit schon. Ich glaube eigentlich, designt schon die so irgendwelche Space-Raumstationen, Luxusraumstationen für SpaceX oder so. Ich glaube, das ist eigentlich sein Job. Und wisst ihr was? Da schweben alle. Da gibt es keinen Boden, da gibt es nur Wände. Wir haben halt das mit der künstlichen Schwerkraft noch nicht raus. Deswegen muss er sich darüber keine Gedanken machen, hat das komplett ausgeblendet und das ist meine Theorie. Das ist Aluhüte auf, Leute. Morphologis baut Luxusraumstationen, in denen man in Schwerelosigkeit luxuriös schöne Architektur bewundert. So wird's sein. Teppich gehört nicht zum Kartenobjekt. Was? So when I was preparing for the video, one of the things I wanted to do to enhance the experience for you guys and increase my own personal knowledge of the design was to involve not just images but some 3D models in which I could interactively discuss the spaces aboard the ship.
Unfortunately, access to models of the current Enterprise are near non-existent, which is probably a poor excuse for why I spent nearly all of my free time last week working on the corridors of Deck 5 in addition to the forward lounge itself. I mean, if I had to show you guys the corridor and had no spaces behind it, I feel I would have cheated both you and me out of something cool. This offered me, though, some unexpected insight into the design of Enterprise that you won't find on any schematic. Das finde ich auch das hat er noch nicht erwähnt bisher, aber diese Jeffreys-Röhre, die da nach oben geht, finde ich so cool. Einfach schräg hoch in die Wand. Ich meine, irgendwie noch was davor wäre auch cool, aber ich finde, das macht einfach das Schiff sehr zugänglich. Aber dadurch, dass es auch so schräg hoch geht, merkt man schon, okay, da gehe ich nicht regulär hoch oder so. Bei einer Leiter könnte man, glaube ich, schnell denken, okay, die gehen einfach so von den Decks hoch und runter. Aber dadurch, dass es hinter so einem Ring ist, so hinter so einem Einlass schräg hoch, sieht man direkt so, ah ja, okay, da kann man easy hingehen, aber das ist jetzt nicht für mich so, ich benutze den Fahrstuhl. Core plan. And that's that the design is kinda off, maybe. Let me explain. So when I was trying to figure out the curve of the corridor for making my model, since there were no drawings available at the time, I had to basically scale draw the entire Enterprise to try to get the curve of that corridor correct, taking into account my estimated depth of the space, going off measuring the size of the tulip set, which is something that I do know and we can see on the show. But then I realized I also needed to understand the height of the space, so I had to model the hull. And basically by doing these completely unnecessary things for this video, spending way too much time, I came to the realization that if the lounge was as tall and deep as it's shown on the show, that you couldn't possibly enter in to crew quarters off the same hallway and be that close to the edge of the hull like we see in Pike's quarters. So clearly they fudged some of the spaces for the show. Hä? Nee, die haben da einfach Inspiration, schön von der Mercury Starrunner und der C2. Und du hast einfach quasi einen richtig langen Gang dann nochmal. So quasi nach vorne. Hast einfach nochmal so einen richtig langen Gang in dein Quartier rein. Links davon ist da nichts. Einfach leerer Raum. Kannst auch reingucken. Die haben so Fenster, kannst du in die Innenhülle gucken. Oh ja, schön da drin. Ja, wäre schön, wenn mein Quartier ein bisschen größer wäre. Und dann gehst du weiter und bist in deinem winzigen Quartier. And it probably isn't the true layout if they were to build a ship. But I mean, it's a show. It's not a real ship. I just thought it was cool and you guys might want to know. Anyway, you guys came here for the design, so let's get back to that. The reason why it's my favorite on the ship is Boden! Okay. Ich finde, das bringt so viel Chaos einfach in die Szene auch rein und in das Bild. Ich weiß nicht, ich finde, das macht es ungemütlicher. Einfach Lackboden. Und dann mit so Furchen drin. Ich weiß nicht. because it's Schreibt mir das gerne mal in die Kommentare, was ihr über den Boden denkt. Weil manchmal fühle ich mich so, als ob ich damit wirklich alleine wäre. not only the lounge and my favorite location on the Ich meine, wenn schon, denn schon, warum dann nicht einen netten Holzdielenboden oder irgendwas? Irgendwas, was Menschen als gemütlich wahrnehmen. Warum Lackboden? Wo habt ihr zuletzt Lackboden gesehen? Okay, ich mach nochmal kurz so ein Stück favorite zurück. on the ship is because it's not only the lounge and my favorite location on the Enterprise D was 10 forward, but because it's in one of the best positions in the whole ship. It's right at the bow and has the largest portholes on the ship. If I saw a picture of this and I lived in this universe, I'd be like, I'm signing up for Starfleet today. If I hadn't already. I mean, if I lived in that universe, I definitely would be in Starfleet. The cool lighting and atmosphere give a sense of it being in some high-end location on the top of some modern skyscraper in, say, New York City or Hong Kong. It also has a number of clear nods to the mid-century and neo-modernist design influences that I've talked Planes. Wir kriegen Werbung. Multiverses. YouTube hat meinen Stream gekapert. about throughout Ey, vor dem Video hier, als ich das vorhin schon geladen habe, kam einfach Star Citizen Werbung. Werbung für Star Citizen. Early Access Alpha Now. Nee, Access to Early Alpha Now. Ich bin verwirrt. War ein netter kleiner Trailer. So weird, dass jetzt dafür Geld ausgegeben wird, während wir nicht mal richtig auf den Servern spielen können. Wird beworben, dass noch mehr Spieler kommen, die dann auch nicht auf den Servern spielen können, weil die dann noch mehr überlastet sind oder was. Ich kann nicht mal schießen mehr im Verse. this video. Notice the red Bahn benches läuft's once again bestimmt. reminiscent of Sarnan's TWA terminal, and the use of Sarnan's tulip set itself. And while we've already seen it in a number of places throughout the ship,
The integration of lighting into the structural elements is also ja, a great Jeremy. little touch. And while much of this interior space is hard surface, making for a possibly acoustically difficult space to be in, the addition of these danke! little elements on the wall Danke! Er hat's aufgegriffen. Akustik ist ein wichtiger Punkt, vor allem auf einem Raumschiff, wo du dich sowieso schon sehr darum kümmern musst, dass die Leute sich wohlfühlen. could possibly trap sound and allow the sound in the space as a whole to feel a little bit better. Which leads me to the section of the space that required a bit of Aber ich wette, die haben einfach Active Noise Cancelling für Räume. Also da ist das alles gar kein Problem. creative interpretation. Unfortunately, there aren't any photos of the other side of the set because, in reality, the set wasn't ever built. What you see on screen is actually a projection onto a huge monitor, like on ILM's version of the volume. I decided then to take bits and pieces that we've seen from other spaces and combine them into something that I think might fit in a mid-century design or a neo-modernist design of architecture of the time, and this is the result. Hopefully it feels like it was always there the whole time. I also Ja, spent some auf jeden time Fall. designing Hat the er toll gemacht. entrance to the lounge, as there wasn't anything in the plans or on screen to show it, and I thought it'd be a nice thing to do to have the entrances not be directly in from the hallway, but to go off on a little branching hallway so that you had a little bit more privacy and acoustic comfort as you entered. Also visual comfort so that if you're on duty, say walking past the lounge, you couldn't just see through it and see all these people relaxing and feel like, dang, I wish I wasn't on duty right now. Oh, das ist eine wirklich tolle Idee von Morph. Finde ich wirklich schön. Since we're Mir ist gar nicht aufgefallen, dass man nie sieht, wie Leute da rein und rausgehen. Aber jetzt, so im Nachhinein, fällt es mir auf, warum ich es immer so weird fand, wenn Leute in der Location waren. Weil man nie gesehen hat, wie sie reinkommen oder rausgehen. Bei Lower Decks zum Beispiel sieht man auch, wie die Leute in die hier Mensa oder wie auch immer die das nennen dort, ja, da reingehen und rausgehen. Es stimmt, weil immer wenn Szenen hier drin waren, dachte ich, wo sind die? Also immer wenn Szenen hier drin waren, habe ich wirklich kurz so gedacht, so, sind die jetzt in einem Restaurant irgendwo auf der Erde? Ist das ein Rückblick? Ist das gerade ein Rückblick? Nee, das ist auf dem Schiff. Und Cut, nächste Szene, die Person ist wieder woanders. Ich war da immer verwirrt, jetzt weiß ich, aber ich wusste nicht warum. Guten Abend, Intient. Wir schauen uns gerade ein Architect Reviews zur Enterprise an von Morphologis. here at the entrance, you'll probably notice the name of the lounge. It's not actually officially named 5 Forward. I just wanted to give it some kind of name, and because it's on deck 5 and it's the forward-most position on the ship, I figured 5 Forward, a little nod to TNG, would be kind of appropriate, but maybe it's too derivative. Toll. If you guys have a Jo, better nee, idea, ist toll. let me know down below. I personally love 10 Forward, so for me, I think this was a cool name. Overall then, I'm really happy with the design of the new Enterprise. I think it tastefully combines the stylings of the original set and influences with contemporary influences from the JJ shows and even contemporary sentiments of interior design. It also brings a more modern design level and detailing to a new audience. While I'm partial to having more carpeting on board starships for acoustic comfort, I'm okay with the reflective surfaces. It works Ja. well Er hat gesagt, er würde es all bevorzugen. because they have high traffic areas and it is kind of the new look of Star Trek and it works fine. So overall then I think congratulations is in order to Jonathan Lee and the other members of the team such as set decorator Justin Craig for crafting an exceptional reinterpretation of a modern Enterprise. What do you guys think? Do you think the Enterprise looks good or do you think it should have been a bit closer to the original design? Also wirklich wieder ein ganz fantastisches Video von Morph. Und ich muss sagen, nicht nur das Schiff erfüllt die Eigenschaften, die er gerade erzählt hat, dass das wirklich eine schöne Neuinterpretation ist, sondern auch die Serie ist tatsächlich eine schöne Neuinterpretation, wirklich gut modernisiert. Nicht in jedem Aspekt, nicht in jeder Folge glänzt die zu 100%, aber sie hat mich immer wieder mit wirklich spannenden Konzepten zum Nachdenken gebracht und wirklich schön sinnhaft rübergebracht. So, das fand ich toll. Und das alles sehr optimistisch und nicht so aufs Auge. Das fand ich ganz toll. Das hat mir großen Spaß gemacht, genau wie dieses Video. Also schaut da gerne auch nochmal rein, lasst ihm auch nochmal ein Like und ein Abo da, falls ihr es noch nicht getan habt. Bei mir auch, wenn ihr Lust drauf habt. Und vielen Dank an meine Patrons, die diesen Content hier möglich machen. Bis bald.